Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Ich sitze hier in meiner Hütte am Urwald. Und natürlich bin ich in den Tropen und es ist sehr warm und feucht und still, wo ich bin, still von Zivilisationsgeräuschen und laut von Naturgeräuschen. Es ist ein unglaubliches, riesiges Geschenk, dass ich hier mit meinem Mann leben darf. Mitten in der Natur. Wir wohnen jeder hat eine kleine Holzhütte. Ich habe eine Holzhütte mit dünnen Wänden und einem dünnen Bretterboden. Unter mir ein bisschen Luft und schon habe ich die Erde. Und drumherum nur Natur. Und unendlich viele Grillen. Und wir wohnen ganz in der Nähe von einem unglaublich kräftigen Urwaldfluss, Bergfluss. Gerade ist Regenzeit und es hat heute viel geregnet und Regen in den Tropen ist unwahrscheinlich wunderschön. Und der Fluss ist unglaublich schnell angeschwollen und rasend schnell und lebendig geworden. Und die Frösche, wenn sie viel Regen haben, quaken in allen Tonlagen. Ich kann die Naturgeräusche von hier nicht voll laufen lassen, sonst kannst du mich kaum hören, so laut ist es fast. Ja, der Fluss rauscht total laut. Die Grillen zirpen in allen Variationen. Es ist jetzt Abend. Und ich bin immer in diesen ganzen Geräuschen und ich bin so dankbar, dass ich meinem Inneren gefolgt bin und voll in die Natur und in die Einsamkeit gezogen bin. Und es ist so, ich habe das nie erlebt. Ich muss ja einfach mal kurz was aus meinem Leben erzählen, bevor ich dir aus meinem Herzen eine Botschaft durchreiche. Ich bin so in die Stille gekommen, so in die Ruhe und habe in dieser Ruhe sehr, sehr viel gearbeitet, sehr viel meditiert, sehr viel an den Themen gearbeitet, wie ich diese Welt sehen will, wie ich die Menschen in ihrer Verbindung sehen will, wo sie sich wieder erinnert haben, an wer sie wirklich sind und richtig von innen, ja, an ihrer inneren Stimme anknüpfen können und daraus leben können, daraus ihre Dinge tun können im Leben, im richtigen Punkt sind, das Richtige tun, ja, was in Übereinstimmung mit ihrem Inneren ist, wirklich glücklich und total erfüllt sind. Und wie die Welt wirklich von dieser Verbindung nach dem Inneren, aus dem heraus gelebt wird, was, wenn wir mit unserem Inneren verbunden sind, ich habe einen Wackelstuhl, ja. Wenn wir mit unserem Inneren verbunden sind, dann sind wir pure Liebe, da brauchen wir nichts zu tun, da brauchen wir nicht drauf rumzudrücken und gar nichts. Und wenn wir mit unserem Inneren verbunden sind, können wir gar nicht anders als für andere da sein, für die Welt zu leben, zu geben, zu schenken. Das ist unsere Urnatur. Weißt du, wenn wir verbunden sind mit dem, was wir wirklich sind, dann wollen wir, dass es jedem gut geht. Naja, auf jeden Fall, ich bin so hier in meinen Sachen gewesen und dann habe ich mein Buch, was jetzt am 24. Dezember rauskommt, das ist wusch, ja, in einem riesigen Atemzug über, ja, in einer Woche ist es, sozusagen habe ich das durchgechannelt. Christian mein Mann war gerade nicht da, der war in Europa. Und bei mir ist es wusch, nur so durchgekommen, in einem Schwung. Ich habe das alles per Audio aufgenommen und von dort aus dann ein Transkript gemacht. Und von dort aus dann haben wir das weiter bearbeitet in Form gebracht, so dass das als Buch rausgehen kann. Und dann wollte ich
wollte ich nach Ubud. Und wir sind zusammen auf dem Motorrad gefahren und ich glaube, in 20 Minuten oder so auf dem Motorrad gewesen und ich habe gemerkt, ich kann nicht weiterfahren. Und es ist schlussendlich überhaupt nichts gegangen und es gab keine andere Möglichkeit, als mit dem Taxi wieder zurück nach Hause zu fahren in meinen Urwaldruhe. Was war passiert? Ich bin so sehr raus aus der Zivilisation, aus dem brausigen Leben. Und ich habe das noch nie so erfahren, dass ich so lange, so konzentriert wirklich nur in meiner Hütte und gerade um meine Hütte herum und sonst nirgendwo hin bin über Wochen. Dass die ganzen Sausebrause-Leben habe ich nicht mehr angekonnt. War zu viel. War ein Schock für mein System. So sehr habe ich mich in so kurzer Zeit verwandelt in dieser Natur. Ich merke schon, dass wenn man so ganz in der Natur lebt, das ist unwahrscheinlich, weil irgendwie fängst du an, wie mit der Natur zu verschmelzen und eins zu werden. Und drinnen und draußen ist ja hier nicht getrennt. Also ich habe zwar unterm Dach ein großes Moskito, aber im Grunde genommen ist alles offen. Moskitonetz, ja, aber es ist alles offen, da kommt überall. Ich bin draußen. Ich wohne draußen in der Natur, in der Einsamkeit. Das habe ich mir auch mal nie gedacht, dass das sowas kommen könnte. Wir ziehen unser eigenes Gemüse und die ganzen Sachen haben wir um uns herum, so dass ich also meine Gemüse, Salate und Geschichten und Heilkräuter, hier wachsen so viele Heilkräuter, einfach um mich herum sammeln kann und daraus Tees machen kann und kochen kann und so. Das ist unglaublich. Aber da passiert einfach eine unglaubliche Verwandlung mit einem. Und ich wurde ja hier von meiner inneren Stimme hingeschickt, dass ich hier leben soll. Und es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, in der Ruhe zu leben und auch einfach zu leben, reduziert zu leben. Auf kleinem Raum mit viel, viel weniger Dingen. Ich habe so viel gehabt in meinem Leben und so viel gemacht. Und das ist unglaublich, weil sich das Leben von ganz stark nach außen und auch außen gerichtet irgendwie wie reinholt und ganz stark innen ist. Und das ist für mich auch so unglaublich wesentlich, dir weiter zu vermitteln, was es bedeutet, wenn wir Raum uns nehmen, ganz für uns selbst zu sein. Ich habe auch gemerkt, als ich anfing in meinem Leben nichts mehr zu tun, also sehr, sehr, sehr runtergefahren habe, viel weniger getan habe, viel mehr Stille mir gegönnt habe. Also natürlich bin ich dann viele Stunden oft in Meditation und einfach nur ganz in mir und bei mir. Da fing mein Leben an, sich komplett zu drehen. Und aus dieser Stille, da ist so viel herausgequollen und so viel hervorgekommen. Ich meine, wir haben mittlerweile 35 Online-Kurse, 21-Tage-Kurse mit allem drum und dran. Ich habe jetzt hier in Asien bereits mein 3. Buch, kurz davor, dass es rauskommt. Ich wollte nie Bücher schreiben. Ich habe gesagt, zu meinem Mann bevor mein erstes Buch herauskam, habe ich gesagt, du weißt, was ich mal nie machen werde. Nee, nicht, weißt du, was ich mal nie machen werde. Ich habe gesagt, eins werde ich nie machen, das ist ein Buch schreiben. Und meine innere Stimme 3 Wochen später, weißt du was? Jetzt schreiben wir ein Buch. Und ich so, nein, wie so immer mit meiner inneren Stimme. Wir haben eine Mastermind, wir haben eine wunderbare Gruppe von Menschen, die das ganze letzte Jahr, jetzt 24, intensiv zusammen durch das Jahr durchgegangen sind. Ich habe jeden Sonntag Power-Ups live
Also um 10 Uhr europäische Zeit, mitteleuropäische Zeit, treffen wir uns und da kommen immer durch mich hindurch Meditationen in einer Gruppe zusammen, die unglaublich transformierend sind, weil die Energie von der Gruppe auch zusammenkommt und wo einfach, ja, wo es ist unglaublich, wir hatten gerade ein Treffen, ein Abschlusstreffen von diesem Jahr, was bei den Menschen, die da jetzt in dem Live-Treffen dabei waren, was da passiert ist, ist einfach eine unglaubliche Freude für mich, das sehen zu dürfen. Ja, und bei diesem Nichtstun, ich weiß auch nicht, ist so viel herausgekommen. Mein YouTuber-Channel, ich habe ja nie irgendwelche Werbung oder sowas gemacht, noch nie. Der wächst einfach ständig ganz von alleine und dabei möchte ich dir jetzt auch einfach mal Danke sagen, dass du da bist und dass du mir zuhörst und ich bekomme so viele wunderschöne Kommentare unter meinem YouTube-Kanal. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, dass so viele Menschen genau diese Message hören wollen, die durch mich hindurchkommt, aus meinem eigenen Herzen. Deswegen wollte ich dir auch, glaube ich, mal gerade ein bisschen einfach so mitgeben von dem, wo ich selber stehe, wo ich selber in meinem Leben bin. Und ich muss natürlich ganz zentral sagen, und das ist vielleicht das Allerzentralste, dass ich mit dem Wandel aus Europa und damals, ja, das ist jetzt schon vor über 5 Jahren her, ich war ja Modedesignerin, war Stardesignerin, wir hatten unsere eigene Marke, wir hatten Schauen in New York und was weiß ich alles. Und dann mit dem Unfalltod von unserer Tochter, da war dieser Einschnittspunkt, wo wir dann beide unabhängig von ihnen gehört haben. Mein Mann hat ja von mir gelernt, auch seine innere Stimme zu hören. Mir von ihnen gehört, so jetzt ist der Zeitpunkt, alles loszulassen. Ja. Und das war 2019, rechtzeitig vor der Zauberkrankheit. Und wir waren rechtzeitig, weil wir bereit waren, ja alles loszulassen, rechtzeitig hier in Asien, um dann einfach auch die wunderschönste Zeit zu erfahren. Aber warum haben wir die wunderschönste Zeit erfahren? Weil wir bereit waren, beide dem Inneren zu folgen. Und also 2006 ist ja, wie gesagt, meine innere Stimme aufgetaucht. Das habe ich ja schon oft in Videos erzählt, aber wirklich 2019 mit diesem Umschwung habe ich entschieden, mein Leben diesem Inneren, was ich eigentlich bin, wie sagt man, komplett zu übergeben. Die Führung von innen, ja, der Führung von innen ausschließlich zu vertrauen. Selber habe ich aufgehört, irgendetwas zu wollen, irgendetwas zu machen, irgendetwas zu tun. Und das ist auch meine Grundbasis. Mein Lebensgefühl ist, ich habe nur Urlaub, ich tue nichts, ich tue gar nichts und genieße das Leben. Und dabei passiert ungeheuer viel durch mich hindurch, weil ich gemerkt habe, ich werde wie so ein Gefäß, wie ein kristallines Gefäß, so dass die Weisheit, die ich eigentlich bin, durch mich hindurch in die Welt kann, durch mich hindurch wirken kann, von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick. Und wenn wir unserem Inneren folgen und wenn wir die Verbindung zu unserem inneren Wesen haben, unser Leben wird Magie pur. Es ist so, du lernst, ich habe gelernt, wie sagt man, von Höhepunkt zu Höhepunkt zu Höhepunkt zu Höhepunkt zu gehen. Ich habe gar nicht, bevor ich mit meiner inneren Stimme mein Leben gelebt habe, war ich immer schon ein interessierter Mensch und habe ganz viele Sachen gemacht. Aber ich bin in ein völlig anderes Niveau reingekommen. Also ich habe viel tiefer gefühlt, viel intensiver alles wahrgenommen und ja, gelernt, wie sagt man, auf der höchsten Frequenz zu leben. Wenn wir unserem Inneren folgen, leben wir auf der höchsten Frequenz, weil unser Inneres hat eine viel, viel höhere Frequenz wie unsere Rolle, die wir hier auf der Erde spielen. Und ich spüre auch, hier ist das, was aus meinem Inneren zu dir will. Weißt du, das hast du in dir. Nein, nicht das hast du in dir. Das, was du bist,
ist dieses vollkommene Wesen, ist göttliche Energie. Und ich habe ja das immer schon sehen können. Und ganz ehrlich, ich habe mein Leben lang eine unwahrscheinliche Ehrfurcht vor Menschen, vor Wesen überhaupt, weil ich diese Schönheit habe sehen können. Und wenn du diese Schönheit sehen kannst, in jedem Menschen, diese Schönheit ist das, was jeden ausmacht, was unsterblich ist, was vor dem Leben da ist, was unten drunter immer da ist, was jeden gerne führen will, aber viele können nicht hören, wollen nicht hören, wissen nicht, wie sie hören sollen. Aber dieses innere Wesen ist auch da, wenn du den Körper wieder ablegst. Und dieses Wesen ist das, was ich immer wieder sage, das ist diese Oneness, diese Verbundenheit, diese Einheit, die uns ausmacht. Das bist du. Und das ist auch mein unglaublicher Impuls, warum ich das alles mache, was ich mache, warum jeder einzelne Kurs durch mich hindurchkommt, in jedem einzelnen Lebensgebiet, um die Grundlagen den Menschen zu geben. Und wir arbeiten deswegen auch auf Spendenbasis, dass es wirklich jeder sich leisten kann, diese Unterstützung zu bekommen, mit dem in sich in Verbindung zu treten, was vollkommen ist. Verstehst du? Weißt du, was passiert, wenn du mit diesem Inneren in Verbindung bist? Das ist die Lösung aller Probleme. Das ist der Wandel. Das ist die 5. Dimension. Das ist, wo pure Liebe gelebt wird. Ich kann pure Liebe nicht, ich kann so keine pure Liebe leben. Ich kann nicht Liebe für andere Menschen empfinden, wenn ich nicht in die Verbundenheit komme. Und die Verbundenheit, ich kann auch nicht sagen, ich liebe mich, ich bin Selbstliebe, ich liebe mein Pickel und liebe, das funktioniert alles nicht. Nicht wirklich, das können ja Stufen sein, sondern das, worauf es wirklich ankommt, ist das Erkennen, was du bist. What's your very nature? Was ist deine wirkliche Urnatur? Was bist du? Was sind wir? Dieser Kern, diese unsterbliche Energie, wenn wir mit der in Verbindung treten. Und ich sage dir, ich habe erfahren, als ich damit in Verbindung gekommen bin, alles, was ich gesucht habe im Leben, habe ich gefunden. Weißt du, wie viele Menschen sind auf der Suche nach dem richtigen Partner? Oder suchen und nach Erfüllung, nach Befriedigung, nach Glück, nach Leichtigkeit, nach was. Und du findest es nie. Ich meine, ich habe ja selber auch so eine tolle Karriere machen dürfen, wo ich als Stardesignerin durch New York, was weiß ich, geführt wurde und also irre Sachen erlebt habe oder in Cannes zu den Filmfestspielen und so weiter und so fort. Und überall in den Medien war und im Fernsehen war und in einer Live-Show im RTL 2 mitgemacht habe vor einem Millionenpublikum damals. Und was weiß ich, alles erfahren habe an Dingen, wo man denkt, das ist das, wo man die Dinge erfährt, die so toll sind im Leben. Nein! Wenn wir in die Verbindung treten mit dem, was wir sind, was unsterblich in uns ist, finden wir alles, was wir gesucht haben. Es ist so, wie wenn wir mitbekommen, wir vergessen, wer wir sind hier auf der Erde, um dieses Spiel spielen zu können. Aber wir haben in uns einen Motor eingebaut bekommen, dass wir suchen, wir fühlen, es fehlt was. Wir suchen nach Erfolg, nach Reichtum, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Partner, nach Geld, nach was weiß ich allem suchen wir.
Und nichts von diesen Dingen, wenn wir sie haben, ist es. Wir sind nicht dort, wo wir hinwollen. Dieses haben wir eingesetzt bekommen, dass wir unsere Aufgabe, die wir hier auf der Erde haben, nämlich wieder in unsere Verbindung zu kommen, zu erkennen, wer wir wirklich sind und daraus leben und daraus das Spiel erkennen und auch dann spielen können und auch aussteigen können aus diesem Gebundenheit, ja, weil wir in unser wirkliches Wesen eintreten. Das ist es, was du im Kern suchst, was ich gesucht habe. Es ist wir selbst. Wenn du wirklich in der Verbindung mit dir selbst bist, brauchst du nichts und niemand. Es ist die größte Verbindung. Es ist das größte Glück. Es ist die größte und tiefste Verbindung und Erfüllung. Und ich habe eben angefangen, ganz aus dem heraus nur noch zu leben. Und das ist ein ganz unglaublich hohes Niveau, wo alles von alleine fließt. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Es ist alles da in Hülle und Fülle. Und es geht alles von alleine. Auch dieses Video. Ich habe kein einziges Video, weiß ich, was ich sage. Ich kümmere mich nicht drum. Ich muss nichts. Das kommt durch mich hindurch. Mein Inneres, ich bin einfach auf. Ich bin wie ein Kristallbehälter. Mein Körper, ja, und meine Rolle. Und lass das einfach durch mich hindurch. Und so kommt das Buch heraus, was für die Menschen aus meinem Inneren ist. Die Menschen, die alle mit mir zu tun haben. Weil wir haben ja ein Agreement miteinander. Ich mache ja das, um dich zu erinnern. Das ist meine tiefste Befriedigung. Mein tiefster Wunsch ist, dass du in die Verbindung gehst mit deinem vollkommenen Wesen und das entfaltest, was du wirklich bist. Das ist Liebe pur, die geht über das ganze Universum, wenn du in dieser Verbundenheit bist. Und von dem Wandel, dem Shift, dem Erwachen und all diesen ganzen Dingen, von denen du vielleicht viel hörst und von denen ganz viel geredet wird, ist nichts anderes, als zurück nach Hause zu kommen und zu erkennen, wer du wirklich bist. Mein neuestes Buch, The Great Awakening of Mankind, das große Erwachen der Menschheit auf Englisch und Deutsch, wusch, bringt genau das auf den Punkt als Download. Ich hatte keine Ahnung, was da durch mich hindurch wollte. Ich kam mir vor wie in einem Kloster oder sonst irgendwie. Ich war nur noch dienstbar für diese Kraft, die einfach durch mich hindurch, aus meinem vollkommenen Wesen, aus meinem inneren Wesen, das, was wir alle sind, einfach raus zu den Menschen wollte. Ich habe es einfach durchgelassen und ich habe diesen unendlich wunderbaren Ehemann, der mir dann im ganzen Technischen mitgeholfen hat, um das alles so zu gestalten. Also vor allem die Technik, Satz und Übersetzung und was weiß ich was für diese 2 Bücher zu machen, dass das eben auf Amazon weltweit am 24. Dezember 2024 erhältlich ist. Das ist ja auch bei all unseren anderen Sachen, das ist natürlich ein unglaubliches Wunder, dass dieser wunderbare Mensch an meiner Seite ist und das auch schon 33 Jahre lang. Das ist ein unglaubliches Geschenk, aber wir haben uns beide verabredet, ganz ehrlich gestanden, um miteinander Dinge durchzuheilen und miteinander für das da zu sein, was wir heute machen. Es sind so viele Menschen da und wenn du mir zuhörst, bist du genauso dafür da, in die Verbindung zu dir selbst zu kommen. Und in dem Moment, wo du in der Verbindung mit dir selbst bist und je mehr du in der Verbindung mit dir selbst bist, wirst du ganz von alleine für andere Menschen da sein und denen helfen, dass sie wieder in ihre Verbindung kommen. Und ich fühle so sehr diese gigantische Energie, die hier auf der Erde sich gerade manifestiert. Denn auf einer anderen Ebene ist das ja schon passiert. Es ist ja immer so, alles Physische, was entsteht, hat zuvor eine Energie, die schon da ist. Sonst kann es sich nicht in die physische Materie hinein inkarnieren. Und so ist auf innerer Ebene das ja schon da, dass diese Welle des Erwachens, der Rückverbindung, des Wieder sich Erkennens, des wieder mit sich in Verbindung tretens der Menschen, das wieder in seine innere Kraft
in seine Rückerinnerung und in sein Inneres zu kommen, das ist ja auf einer anderen Ebene schon da. Das ist das Gewaltige, was wir hier auf der Erde sehen werden, erster Hand. Denn du bist Ground Crew hier auf der Erde inkarniert und arbeitest, und das, was du durch dich hindurch heilst, entlässt von früheren Leben, von den ganzen, wie sagt man, dieses ganze Darstellen wollen und Showgeschichten und unechten Geschichten, wo ich das über außen versuche zu finden. Also, ja, wonach ich so eine Sehnsucht habe, auch Anerkennung und all diese ganzen Sachen. Wo ich das alles anfange loszulassen und einfach zu merken, okay, es geht gar nicht um Perfektion und gar nichts um solche Sachen geht es in diesem Leben, sondern es geht einfach um sein dürfen, um zu erlauben, um diese ganze Bewusstsein, was uns klein gehalten hat, loszulassen und in die Verbindung. In die Verbindung mit dem in dir zu kommen, was dich schlussendlich im Körper leben lässt. Ja, was deine unsterbliche Energie ist. Das Nachhausekommen, das Erlauben, sein zu dürfen, so wie du bist. Das zu tun, was du liebst, dich mit dem zu umgeben, was für dich jetzt genau richtig ist. Und alles andere zu entlasten, dich nicht mehr nach außen zu orientieren, was ist richtig und was ist falsch, was ist gerade Mode und was muss ich gerade machen, damit ich in bin. Das alles loszulassen, alles, wo ich mich verdrehe, verlüge, wie sagt man, irgendwie was spiele, was ich nicht bin. Ja, loslassen, einfach in die Verbindung mit dir zu treten. Das ist das, worauf du dein ganzes Leben schon gewartet hast. Und wo du beginnst, dich zu befreien. Wo die Schönheit, die du wirklich bist, anfängt, sich in deinem Leben zu zeigen, zu entfalten, wo dein Licht leuchtet. Und Angst nicht mehr existiert. Da existiert keine Angst mehr, weil du erkannt hast, du bist ja alles. Es ist eine Reflexion von dir, von einem bestimmten Bewusstsein. Verbunden bist du mit allem, was ist. Es gibt nur Weisheit in jeder einzelnen Situation. Alles, was uns begegnet, ist für uns, ist für dich. Will dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Jede Sekunde haben wir wieder die Chance, nach Hause zurückzukehren und reinzuspüren und zu fühlen. Was ist jetzt der nächste richtige Schritt? Oder was will mir jetzt diese Situation sagen? Was möchte ich jetzt entlassen oder erlösen in mir, so dass ich meine Authentik weiter voll leben kann? In diesem Sinne, es ist heute ganz eine neue Sache aus mir herausgeströmt. Du bist einfach mal bei mir hier zu Besuch gekommen, saßt vor mir, ich war ganz mit dir in Verbundenheit. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen, dass du da bist und dass du meine Videos hörst, dass du meinen Kanal abonniert hast, dass du immer wieder so wunderbare Kommentare unter mein Video schreibst. Und dass du mein Video immer wieder weiter verteilst. Ich danke dir von ganzem Herzen einfach, ja, dass du da bist. So wunderschön und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich im nächsten Video. Bis dann.